Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe schon wieder eine großartige Ankündigung zu machen. Und zwar hatte mir gestern der CEO, also der Geschäftsführer von Playa Games, Thorsten, geschrieben gehabt, dass er sehr gerne bereit wäre, nochmal Stellungnahme zu beziehen zum aktuellen Update, zur neuen Überarbeitung, weil es ja für sehr viel Unmut in der Community gesorgt hat. Und da hatte er mich gefragt, ob ich da Bock drauf habe, in einem Stream oder in einem Video mit mir aufzunehmen, wo wir das Ganze nochmal besprechen, wo wir nochmal Fragen, die ich eventuell habe, nochmal an ihn stellen kann und er da halt eben Rede und Antwort steht. Ja? Und auf das Angebot bin ich natürlich herzensgerne drauf zurückgekommen und habe sofort dann dran gedacht, lass das doch so machen. Ich werde meine Fragen, die ich noch zum Update habe, mit reinfließen lassen, aber ich möchte hauptsächlich die Stimme der Community hören, also quasi euch. Und zwar ist es jetzt eure Aufgabe, unter diesem Video jetzt hier eine Frage an Thorsten, den CEO von Playa Games, zu stellen. Was habt ihr noch für Fragen in Bezug auf das aktuelle Update? Ja? Sei es irgendwie zukunftsorientiert, was seht ihr in der Zukunft, was wünscht ihr euch eventuell für das aktuelle Update, was sind vielleicht Fragen, auch natürlich können sehr gerne kritische Fragen oder Anregungen auch an Thorsten gestellt werden und tobt euch da einfach aus in den Kommentaren und ich werde mir dann die besten Kommentare davon raussuchen und werde die dann mit in das Interview einfließen lassen. Das Ganze werde ich so machen, und zwar kann man ja die Kommentare unter dem Video, den kann man ja auch einen Daumen nach oben geben. Und zwar möchte ich das ganz gerne so handhaben, die Kommentare, die die meisten Daumen nach oben haben, das sind ja dann automatisch auch wahrscheinlich mit die interessantesten Fragen, die werden dann mit ins Video reingenommen und das heißt also, falls ihr eine Frage in den Kommentaren lesen solltet, die ihr sehr interessant findet und sehr gerne hören wollt, dann gebt der Frage einfach einen Daumen nach oben, ja, und die Fragen, die dann halt am meisten Votes nach oben haben, die werde ich dann mit in das Interview mitnehmen und dann eben an Thorsten dann persönlich stellen und er kann sich dann der Frage annehmen und kann euch das Ganze dann beantworten. Es ist mir eine Riesenehre, die mir wirklich zuteil wird und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich Thorsten bei mir persönlich nochmal meldet, um nochmal die Situation oder die aktuelle Situation darüber zu sprechen und quasi auf YouTube hier auch Gehör zu verschaffen, weil ich glaube, das ist das beste Beispiel, woran man sehen kann, dass einem halt wirklich die Community auch wirklich viel wert ist, weil sonst wirklich macht das kein Geschäftsführer und geht zu den Leuten hin und versucht da halt eben so nah wie möglich an die Community ranzukommen. Es gab ja in der Vergangenheit auch jetzt schon Twitch-Streams auf dem offiziellen Kanal, wo Thorsten auch zu Besuch war, zu Gast war und sich dort halt eben den Fragen angenommen hat. Und jetzt machen wir das Ganze halt eben auch hier auf YouTube dann nochmal, weil ja nicht jeder immer live auf Twitch mit dabei sein kann. Ist das wirklich eine sehr gute Idee gewesen, sage ich mal. Und da freue ich mich wirklich, dass es dann mich getroffen hat, dass wir das Ganze hier auch auf YouTube dann nochmal behandeln. Und die Fragen sollen sich, wie gesagt, hauptsächlich um Rucksack voll, um das neue Update drehen. Ja, also falls ihr natürlich irgendwie noch anderweitig Fragen habt, die euch wirklich so brennend interessieren, die dann auch fürs Video dann interessant sind, dann könnt ihr die natürlich auch abseits von dem aktuellen Thema natürlich auch in die Kommentare posten und mit ein bisschen Glück suche ich dann auch die Kommentare raus und schaffen es dann auch ins Video. Ich versuche wirklich so viel wie möglich mitzunehmen. Ich werde mir da dann auch die Zeit nehmen und ich bin auch sehr dankbar, dass sich Thorsten da auch die Zeit für nimmt, um halt eben sich euren Fragen anzunehmen und da halt eben so ein bisschen Klarheit zu schaffen für die Zukunft. Aber wie gesagt, hauptsächlich sollen sich die Fragen halt eben um das Update drehen, sag ich mal. Ne, wie gesagt, was man halt in Zukunft erwarten könnte.
Eventuell kann man sowas fragen wie, ne, was ja vielleicht auch sehr interessant ist, das wäre zum Beispiel auch eine Frage von mir, ne, was sieht man da in Zukunft dann für Updates, mit was kann man da eventuell rechnen oder so, ne? Also das ist jetzt nur ganz grob am Rande mal so angeschnitten. Hauptsächlich möchte ich eure Fragen da halt eben mit reinnehmen und ja, bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit. Nachdem dieses Video hier jetzt veröffentlicht ist, werde ich dem Ganzen ein paar Tage Zeit geben, dass ihr dann halt auch wirklich genug Zeit habt, um eure Fragen zu stellen. Dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand das Video erst in 2 Tagen sieht oder so, dann trotzdem noch eventuell die Möglichkeit hat, dann eben noch seine Frage mit unterzubringen. Ne? Aber umso schneller ihr natürlich eure Fragen in die Kommentare schreibt, umso höher ist natürlich auch die Chance, dass das mit reingenommen wird, weil die Kommentare ja länger stehen, und umso mehr Votes die Kommentare eventuell haben, umso wahrscheinlicher ist es dann halt auch, dass diese Frage dann halt auch wirklich rankommt. Ne? Falls mir jetzt irgendeine Frage natürlich auch von einem Zuschauer von euch auch persönlich so gut gefällt, die jetzt nicht so viele Votes nach oben hat oder so, dann werde ich die auch mit ins Video ja, rein implementieren. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Schätzungsweise, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde oder so, wenn es wirklich so ein Interview ist, ne? Keine Ahnung, wir haben da jetzt noch keine großartigen Rahmenbedingungen besprochen, was das angeht. Ich bin halt so oder so echt schon extrem dankbar, dass er sich da einfach so dann halt eben auch die Zeit nimmt, um halt eben auch ein paar, ja, Zuschauer auf YouTube hier halt eben abzuholen, weil ich weiß tatsächlich halt wirklich nicht, wie viele aktiv auf Twitch auch dann gerade da am Start sind und halt eben auch die Livestreams verfolgen, ne? Aber auf jeden Fall dicken Respekt, dass man da sich dann halt eben auch die Zeit für nimmt und da Bock drauf hat, da wöchentlich halt eben, weil jetzt halt auch eben wöchentliche Updates ja auch weiterhin jetzt erscheinen werden, ne? Da anzukündigen, wie jetzt gerade so der Zwischenstand ist und da wirklich nah zusammen mit der Community das Ganze ja, zu besprechen und halt eben auszuwerten, wie ist gerade der Stand der Dinge etc. pp. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und ja, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, als ich hier mit dem ganzen Zeug hier auf YouTube angefangen hatte und vor allen Dingen auch mit Shakes and Fidget und sowas gestartet habe, dass es dann wirklich eines Tages mal dazu kommt, dass wir hier sogar den Geschäftsführer höchstpersönlich dann halt auch mal irgendwann als Gast hier auf YouTube in einem Video haben. Das ist halt wirklich, ja, ich glaube, viel mehr Luft nach oben ist nachher schon bald gar nicht mehr. Ne? Also das ist schon extrem krass und ja, deswegen bleibt mir da nicht viel weiter zu sagen als riesengroßes Dankeschön, denn am Ende des Tages ja, habe ich ja diese Situation ja auch euch zu verdanken, weil ihr mich ja quasi auch in diese Situation gebracht habt, um halt eben das Ganze ja auch zu ermöglichen, um halt eben auch solche Kontaktpersonen kennenzulernen und ja, mit solchen Leuten dann halt eben auch im Austausch zu stehen. Ne? Das wäre ja nicht passiert, wenn ihr nicht da wärt, und deswegen bin ich da natürlich auch euch sehr dankbar. Ne? Dass ihr mich da auch irgendwo hingebracht habt, und ich denke mal, die mich schon länger verfolgen, die wissen auch, weil ich es ja auch relativ häufig, sage ich mal, erwähne, dass ich halt eben das sehr zu schätzen weiß und dahingehend da auch nicht irgendwo, ja, wie sagt man, vergesse, wo ich herkomme, kann man das so sagen? Ja, ich fühle mich nicht in der Position, das zu sagen, aber auf jeden Fall bei meinen Wurzeln bleibe, und das ist halt eben nun mal das Game hier, das ist die Community, ne? Auch wenn es mal hier und da natürlich ein paar Differenzen gibt, das gehört dazu, das ist ganz normal. Das Internet ist riesengroß, da kann nicht jeder immer dieselbe Meinung haben. Ich denke mal, das ist verständlich, ne? Und deswegen ja, bin ich da halt eben auch für jede Art, sag ich mal, der Meinungen halt eben auch offen gegenübergestellt. Auch wenn sie manchmal mehr oder manchmal weniger verständlich sind, auf jeden Fall. Aber ja, ich denke mal, dazu habe ich in der Vergangenheit auch alles gesagt. So, ne? Ja, Freunde, auf jeden Fall schreibt unter dem Video, was interessiert euch, welche Frage wolltet ihr schon immer mal dem CEO von Playa Games Shakes and Fidget stellen, ne? Hauptsächlich halt eben jetzt bezogen auf das neue Update. Falls ihr, wie gesagt, noch anderweitig irgendwas super Interessantes wissen wollt, ne, dann ja, schreibt es auch sehr gerne nochmal zusätzlich ansonsten rein in die Kommentare, und dann werde ich ja, die nächsten
paar Tage dann mir ein paar Fragen von euch dann raussuchen und werden das dann zusammen mal besprechen mit dem Thorsten in Zukunft dann in einem weiteren Video. Deswegen, falls ihr natürlich dahingehend auch nichts verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich hier auf dem Kanal auch sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Dann verpasst ihr nichts, wenn das Video dann eines Tages dann online kommt. Und vielleicht hat man da ja eventuell sogar öfter mal in Zukunft Bock drauf, da so ein bisschen auch auf YouTube hier die Community abzuholen. Und wie gesagt, bin auf jeden Fall sehr dankbar. Ansonsten, freue ich mich auf eure Kommentare, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.